Reisepass verloren im Urlaub. Entschuldigung, ich brauche dringend Hilfe. Mein Reisepass ist weg. Das tut mir leid. Wo haben Sie ihn zuletzt gesehen? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht im Zug oder im Café. Kein Grund zur Panik, so etwas passiert öfter, als Sie denken. Ich habe alles durchsucht, meine Tasche ist komplett leer. Haben Sie noch eine Kopie des Reisepasses dabei? Ja, ein Foto davon habe ich auf meinem Handy gespeichert. Sehr gut, das hilft uns bei der Bearbeitung enorm. Wie lange dauert es, einen neuen Pass zu bekommen? In dringenden Fällen meistens 2 bis 3 Werktage. Ich fliege aber schon übermorgen zurück. Dann stellen wir Ihnen ein vorläufiges Reisedokument aus. Oh, das wäre wirklich eine große Erleichterung. Ich brauche dafür ein biometrisches Foto von Ihnen. Gibt es hier im Haus einen Fotoautomaten? Ja, direkt im Erdgeschoss neben dem Eingang. Perfekt, ich gehe gleich dorthin. Füllen Sie bitte noch dieses Formular aus, bevor Sie gehen. Mache ich sofort. Vielen Dank für Ihre Geduld. Kein Problem, wir kriegen das gemeinsam hin. Handy wird gestohlen. Hallo, mein Handy wurde gerade gestohlen. Oh nein, das tut mir leid. Wo ist das passiert? Vor 5 Minuten, direkt hier vor dem Geschäft. Wissen Sie, wer es genommen hat? Nein, jemand ist einfach vorbeigelaufen und weg war es. Ich verstehe. Wir sperren die SIM-Karte sofort. Kann jemand meine Daten damit missbrauchen? Sobald wir sperren, ist das nicht mehr möglich. Gut, dann machen Sie das bitte gleich. Ich brauche dafür nur Ihre Kundennummer oder Ihren Namen. Mein Name ist im System, ich habe hier meinen Vertrag. Danke, einen Moment, ich suche Sie im System. Kann ich heute noch eine neue SIM-Karte bekommen? Ja, ich kann Ihnen sofort eine Ersatzkarte ausstellen. Das wäre super, ich brauche mein Handy für die Arbeit. Ihre alte Nummer bleibt dabei natürlich erhalten. Muss ich auch eine Anzeige bei der Polizei machen? Das empfehle ich, besonders für die Versicherung. Gut, das mache ich gleich im Anschluss. Hier ist Ihre neue Karte, sie ist in ein paar Minuten aktiv. Notrufwellen, Sturz auf der Straße. Oh Gott, sind Sie okay? Bleiben Sie ruhig sitzen. Autsch, mein Knöchel tut so weh. Ich rufe sofort den Notruf, einen Moment. Nein, nein, das ist nicht nötig, es geht schon. Sie können gerade kaum aufstehen, ich rufe trotzdem an. Na gut, wenn Sie meinen. Notruf, hier ist eine ältere Dame gestürzt, sie kann nicht aufstehen. Wir sind vor der Bäckerei in der Hauptstraße. Sagen Sie ihnen, es ist nur der Knöchel, nichts Schlimmes. Sie meint, es ist nur der Knöchel, aber sie humpelt stark. In Ordnung, danke, wir warten hier. Wie lange dauert es, bis der Krankenwagen kommt? Sie haben gesagt, etwa 10 Minuten. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Kein Problem, ich bleibe gerne bei Ihnen. Können Sie bitte meine Einkaufstasche aufheben?
Natürlich, hier, ich stelle sie neben Sie. Vielen Dank, junge Frau, Sie sind ein Engel. Ich höre schon die Sirene, Sie sind gleich da. Gott sei Dank. Danke, dass Sie angehalten haben. Second-Hand Handy Shop, Handy verkaufen. Hallo, ich möchte gerne mein altes Handy verkaufen. Klar, zeigen Sie es mir mal. Hier, es ist noch in einem sehr guten Zustand. Der Bildschirm sieht wirklich gut aus, keine Kratzer. Genau, ich hatte immer eine Hülle drauf. Wie alt ist das Handy ungefähr? Ich glaube, ich habe es vor 2 Jahren gekauft. Haben Sie noch die Originalverpackung und das Ladekabel? Ja, beides habe ich zu Hause, kann es später bringen. Das erhöht den Ankaufspreis noch ein bisschen. Wie viel würden Sie ungefähr dafür zahlen? Ich schätze, so um die 150 Euro. Können Sie das noch etwas erhöhen? Mit Zubehör kann ich Ihnen 160 anbieten. In Ordnung, das klingt fair für mich. Ich muss nur kurz prüfen, ob alle Funktionen laufen. Natürlich, nehmen Sie sich Zeit. Alles funktioniert einwandfrei, Kamera und Akku auch. Perfekt, dann verkaufe ich es Ihnen. Gerne, ich zahle Ihnen das Geld direkt bar aus. Kfz-Versicherung wechseln. Guten Tag, ich möchte meine Autoversicherung wechseln. Gerne, was zahlen Sie denn aktuell im Jahr? Ungefähr 600 Euro bei meinem jetzigen Anbieter. Dann können wir Ihnen sicher ein besseres Angebot machen. Was ist denn bei Ihnen alles im Vertrag enthalten? Haftpflicht, Teilkasko und eine Werkstattbindung. Was bedeutet diese Werkstattbindung genau? Sie reparieren nur in unseren Partnerwerkstätten, dafür sparen Sie Geld. Klingt gut. Wie hoch wäre meine Jahresprämie bei Ihnen? Nach Ihren Angaben etwa 450 Euro. Das ist wirklich deutlich günstiger. Wann läuft Ihr aktueller Vertrag denn aus? Zum Ende des Jahres im Dezember. Perfekt, dann können Sie fristgerecht kündigen. Muss ich die Kündigung selbst schreiben? Nein, das übernehmen wir automatisch für Sie. Das erleichtert mir die Sache sehr. Ich brauche nur noch Ihre Fahrzeugpapiere. Hier, ich habe sie extra mitgebracht. Wunderbar, dann können wir gleich alles unterschreiben. Beim Physiotherapeuten, Rückenschmerzen. Guten Tag, wo genau tut es Ihnen weh? Hier im unteren Rücken, schon seit 2 Wochen. Ist der Schmerz eher stechend oder eher dumpf? Eher dumpf, aber morgens ist es am schlimmsten. Sitzen Sie viel am Schreibtisch bei der Arbeit? Ja, fast den ganzen Tag, 8 Stunden am Stück. Das erklärt vieles, die Haltung ist oft das Problem. Kann ich das mit ein paar Übungen verbessern? Auf jeden Fall, ich zeige Ihnen gleich 3 einfache Übungen. Wie oft sollte ich diese Übungen machen? Am besten jeden Tag, morgens und abends. Sollte ich auch etwas beim Sitzen ändern? Ja, stehen Sie ruhig alle Stunde kurz auf und dehnen sich.
Das werde ich versuchen, auch wenn es schwer fällt. Jetzt taste ich vorsichtig Ihre Muskulatur ab. Autsch, genau da ist es besonders empfindlich. Das ist eine Verspannung, nichts Ernstes. Wie viele Termine brauche ich ungefähr? Ich schlage 6 Sitzungen vor, dann sehen wir weiter. Gut, dann machen wir gleich den nächsten Termin aus. Beim Elektriker, Steckdose reparieren. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Kein Problem. Was genau ist das Problem mit der Steckdose? Sie funkt manchmal, wenn ich etwas einstecke. Das klingt gefährlich. Gut, dass Sie mich angerufen haben. Seit wann tritt das Problem denn schon auf? Ich meine, seit ungefähr einer Woche. Haben Sie in der Zeit etwas Neues angeschlossen? Ja, einen neuen Wasserkocher. Vielleicht liegt es daran. Das könnte tatsächlich die Ursache sein. Kann ich den Wasserkocher trotzdem weiter benutzen? Erstmal nicht, bis ich das hier geprüft habe. In Ordnung, ich stelle ihn so lange zur Seite. Ich schalte jetzt kurz den Strom in der Wohnung ab. Kein Problem, sagen Sie mir einfach Bescheid. Die alte Verkabelung hier ist wirklich schon sehr alt. Sollte ich die ganze Steckdose austauschen lassen? Ja, das wäre auf jeden Fall die sicherste Lösung. Wie lange dauert der Austausch ungefähr? Etwa eine halbe Stunde, dann ist alles wieder sicher. Super, dann machen Sie das bitte gleich. Nachbarschaftsfest organisieren. Hallo. Hast du kurz Zeit wegen des Straßenfests? Klar, ich wollte sowieso mit dir darüber sprechen. Super, ich dachte, wir machen es am letzten Samstag im Monat. Das passt gut, da ist auch das Wetter meistens noch schön. Ich habe schon eine Liste mit Aufgaben geschrieben. Zeig mal, was steht denn alles darauf? Tische, Getränke, Musik und natürlich auch Essen. Ich könnte die Tische und Bänke besorgen. Das wäre großartig, du hast ja schon einige zu Hause. Genau, und mein Bruder hat auch noch welche im Keller. Wer kümmert sich denn um die Musik? Ich frage mal den jungen Mann aus dem 3. Stock. Gute Idee, er hat doch diese große Musikanlage. Sollen wir auch einen Zettel im Hausflur aufhängen? Ja, dann wissen alle Nachbarn Bescheid. Ich schreibe den Zettel heute Abend noch. Perfekt, ich kümmere mich um die Getränke. Sollen die Kinder auch etwas zu tun haben? Gute Idee, vielleicht ein kleines Spiel im Hof. Ich glaube, das wird ein wirklich schönes Fest. Secondhand Kindermode Bazar. Entschuldigung, ist diese Jacke noch verfügbar? Ja, natürlich, die liegt extra für Sie hier. Sie sieht wirklich kaum getragen aus. Stimmt, mein Enkel hat sie nur einmal angezogen. Für welches Alter ist die Größe ungefähr gedacht? Das ist Größe 2 Jahre, aber sie fällt eher groß aus. Perfekt, mein Sohn wird bald 2. Sie können sie auch gerne im Winter noch tragen. Wie viel kostet die Jacke denn? Nur 5 €, alles hier ist sehr günstig.
Das ist wirklich ein fairer Preis. Haben Sie schon die Hose dort drüben gesehen? Nein, zeigen Sie mir die bitte auch. Hier, die passt farblich perfekt zur Jacke. Die nehme ich auch gleich mit. Zusammen macht das dann 8 Euro. Super, ich gebe Ihnen 10 Euro. Danke schön, hier ist Ihr Wechselgeld. Vielen Dank, ich komme sicher wieder zum nächsten Basar. Das freut mich, wir sind immer im Frühling und Herbst hier. Beim Zoll, Paket aus dem Ausland abholen. Guten Tag, ich habe eine Benachrichtigung für ein Paket bekommen. Zeigen Sie mir bitte die Nummer auf dem Schreiben. Hier, das ist der Bescheid, den ich bekommen habe. Danke, einen Moment, ich hole das Paket aus dem Lager. Warum wurde es überhaupt beim Zoll aufgehalten? Bei Paketen von außerhalb der EU prüfen wir manchmal den Inhalt. Ah, verstehe, es kommt aus den USA. Genau, deshalb müssen wir eventuell Zoll berechnen. Was war denn in dem Paket, wissen Sie das? Laut Erklärung ein Geschenk von einem Freund. Ja, das stimmt, ein Buch und eine Kette. Dann müssen Sie noch etwas Einfuhrabgabe bezahlen. Wie hoch ist der Betrag ungefähr? Nach dem Warenwert etwa 12 Euro. In Ordnung, das ist ja nicht viel. Sie können hier direkt mit Karte bezahlen. Perfekt, hier ist meine Karte. Vielen Dank, hier ist Ihre Quittung und Ihr Paket. Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung. Gerne, einen schönen Tag noch. Möbellieferung ist verspätet. Endlich, ich habe schon seit 2 Stunden gewartet. Es tut mir wirklich leid, wir hatten einen Stau auf der Autobahn. Der Liefertermin war doch zwischen 10 und 12 Uhr. Das stimmt, es ist jetzt leider schon 2:30. Ich musste extra einen Tag Urlaub dafür nehmen. Das verstehe ich, es tut mir wirklich leid für die Umstände. Ist wenigstens alles unbeschädigt angekommen? Ja, ich habe alles vorsichtig transportiert, keine Sorge. Können Sie mir helfen, es nach oben zu tragen? Natürlich, in welchem Stock wohnen Sie denn? Im 3. Stock, aber es gibt einen Aufzug. Perfekt, dann geht das relativ schnell. Passt das Sofa überhaupt in den Aufzug? Ich glaube schon, es ist zum Glück nicht zu breit. Gut, dann probieren wir es einfach mal. Wo genau soll ich es in der Wohnung abstellen? Am liebsten direkt gegenüber vom Fenster. Kein Problem, das machen wir gleich. Bekomme ich für die Verspätung eine Entschädigung? Ich gebe Ihnen gerne einen Gutschein für den nächsten Einkauf. Second-Hand-Läden, Kleidung verkaufen. Hallo, ich möchte gerne ein paar Kleidungsstücke verkaufen. Gerne, legen Sie einfach alles auf den Tisch. Hier, das meiste habe ich nur wenige Male getragen. Die Qualität sieht wirklich sehr gut aus. Danke, die Marken sind alle relativ hochwertig. Nehmen Sie das Geld sofort oder als Gutschein. Was ist denn für mich der bessere Deal? Der Gutschein ist 20% mehr wert.
Dann nehme ich lieber den Gutschein. Gute Wahl, ich sortiere jetzt kurz alles durch. Nehmen Sie eigentlich auch Schuhe an? Ja, aber nur wenn sie in sehr gutem Zustand sind. Diese hier habe ich fast gar nicht getragen. Die sehen wirklich noch wie neu aus. Wie viele Teile nehmen Sie insgesamt an? Von den 10 Teilen kann ich 8 gebrauchen. Und die anderen 2, was passiert mit denen? Die können Sie gerne wieder mitnehmen. In Ordnung, das ist völlig okay für mich. Hier ist Ihr Gutschein, gültig für ein ganzes Jahr. Kuchen für den Kindergeburtstag bestellen. Hallo, ich möchte gerne einen Kuchen bestellen. Sehr gerne. Für welchen Anlass soll er denn sein? Für den 5. Geburtstag meiner Tochter. Wie schön. Hat sie ein Lieblingsthema oder eine Lieblingsfarbe? Sie liebt gerade alles mit Einhörnern und die Farbe rosa. Perfekt, das können wir wunderbar umsetzen. Welche Größe würden Sie für 12 Kinder empfehlen? Ich würde einen Kuchen für 20 Personen vorschlagen. Das klingt nach einer guten Idee, dann bleibt auch etwas übrig. Möchten Sie lieber Schokolade oder einen Vanillekuchen? Meine Tochter mag Schokolade am liebsten. Gut, dann machen wir einen Schokoladenboden mit Beeren. Können Sie auch Ihren Namen draufschreiben? Natürlich, wie soll ich Ihren Namen schreiben? Emilia, mit einem I in der Mitte. Notiert. Wann brauchen Sie den Kuchen genau? Am kommenden Samstag, am besten vormittags. Das bekommen wir gut hin, kein Problem. Was würde der Kuchen ungefähr kosten? Mit der Verzierung liegen wir bei 55 €.